Hallöchen ihr Lieben und willkommen. Für diesen hübschen Kapuzenschal werde ich mit einer 5er Nadel häkeln, einem vierfädigen Bobbel in der Farbe Khaki und alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr wie immer unter dem Video in der Infobox. Und dann kommen wir zuallererst zu eurem Maße. Um diesen Kapuzenschal individuell auf euch zu gestalten, benötigt ihr zuallererst euren Kopfumfang. Diesen nehmt ihr mal 3. Ich gehe hier von einer herkömmlichen Größe, Damengröße aus, für eine Damenkapuze oder Mütze. Nehme dieses mal 3 und komme somit auf 162 Länge. Jetzt müssen wir hingehen und uns das Ganze in 3 Teile teilen. Für die Kapuze allerdings benötigen wir etwas mehr. Gehe ich nun hin und teile mir die Seiten, also die äußeren Teile, etwas kleiner ein, und zwar circa 50 cm. Und das mittlere Stück, welches dann auch erweitert wird, also etwas breiter wird, werde ich auf 60 gehen. Und dann habe ich ungefähr die 162 zusammen, ungefähr. Plus minus, da das Ganze sich ja auch noch sehr flexibel bewegt. Und dann reicht das für meine Größe. Am Ende könnt ihr natürlich auch noch euch am Ende Fransen dran machen oder nochmal verlängern. Das ist auch alles möglich. Das Ganze werde ich in einer Rippoptik häkeln, aber mit Reliefstäbchen. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt gleich im Anschluss. Ihr könnt jetzt eine Kette anschlagen, die so breit ist, wie ihr euren Schal haben möchtet. Regulär sollte der Schal 30 cm haben. Im späteren Verlauf, wenn wir die ersten 50 cm dann gehäkelt haben, erweitern wir sowohl links als auch rechts um 5 cm. Das wird dann im späteren Verlauf die Kapuze. Nach 60 cm werden wir wieder mit Abnahmen 5 cm abnehmen, damit wir genauso wie auf der anderen Seite wieder unsere normale Maße dann von ca. 30 cm haben, beziehungsweise die gleiche Maschenanzahl. Und mehr ist das auch nicht. Und dann würde ich sagen, an die Nadeln und los geht's. Das Ganze häkel ich wie vorhin erwähnt mit einer Nadelstärke 5 und einem vierfädigen Bobbel in Khaki. Warum nehme ich so eine große Nadel? Wir häkeln hier ein Rippmuster mit Reliefstäbchen. Damit kommt man zügig voran, und damit die Reliefstäbchen, die grundsätzlich ja eigentlich fest sind, nicht zu fest und robust sind, sodass es unangenehm sich um den Hals anfühlt, nehme ich Nadelstärke 5. Dadurch bleibt alles locker und fluffig und der Schal wird unwahrscheinlich fluffig, kuschelig und weich. Ihr könnt nun eine Luftmaschenkette anschlagen auf eure Breite, die ihr haben möchtet, oder aber auf 30 cm wie bei mir, oder aber mit mir gemeinsam den Fußschlingenanschlag. Also entweder macht ihr jetzt eine Luftmaschenkette und häkelt dann mit Stäbchen schon mal zurück, oder den Fußschlingenanschlag direkt mit Stäbchen. Dazu beginnen wir mit 3 Luftmaschen, machen einen Umschlag, gehen in die erste Schlaufe zurück. Ich nehme da immer gerne die untere einzelne Schlaufe. Ist ein bisschen fummelig am Anfang mit der großen Nadel. So. Hole den Faden durch und lege mir das Ganze so vor den Daumen. Ziehe alle 3 Schlaufen auf gleiche Höhe durch eine Schlaufe. Das ist der Boden, auf dem das Stäbchen steht. Und dann, wie ihr es bei einem Stäbchen kennt, durch 2 und nochmal den Faden holen durch 2. So, und dann haben wir optisch einmal unsere Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und ein Stäbchen. Nun hat sich hier unten eine komplette Masche gebildet.
Wir machen einen Umschlag und nehmen diese komplette Masche auch auf die Nadel. Dann wieder den Faden durchholen, das Ganze so in den Daumen legen, alle 3 Schlaufen auf gleiche Höhe, das ist wichtig, damit die Kette schön elastisch bleibt. Durch eine für den Boden, auf dem das Stäbchen steht, durch 2 und durch 2. Und dieser Fußschlingenanschlag hat auch nur Vorteile, da ihr dann Anfang und Ende vom Schal gleich habt und nicht den Anfang durch die Luftmaschenkette etwas enger und das Ende dann etwas breiter. Zudem könnt ihr auf beiden Seiten später auch nochmal dran häkeln, ohne dass man den Übergang sieht. Hier hat sich dann wieder die nächste Masche gebildet, Faden holen, durchziehen, alle 3 Schlaufen auf gleiche Höhe, durch eine Schlaufe, durch 2 und durch 2. So, hier am Anfang könnt ihr den Faden dann auch ein bisschen zuziehen, dann sieht man alles besser. Nächste Masche, Faden holen, alle 3 Schlaufen auf gleiche Höhe, durch eine, durch 2 und durch 2. Und so wie ihr seht, bekomme ich eine schöne elastische Stäbchenkette und spare mir somit Hin- und Rückreihe. Und so häkel ich jetzt so lange, bis ich auf meine 30 cm Länge gekommen bin. Bis gleich. Und 46. So, nach 46 Stäbchen habe ich ca. 30 cm erreicht und die Maschenanzahl ist teilbar durch 2. Danach beginne ich mit 2 Wendeluftmaschen. Warum nur 2? Das nächste Stäbchen wird ja als Reliefstäbchen gehäkelt und dadurch tiefer gestochen. Würden wir jetzt immer hier an der Seite mit 3 Steigeluftmaschen, also einem Stäbchen, beginnen, würde sich hier oben ein Zipfel bilden. Und das Reihe für Reihe würde diese auch immer stärker werden. Und das sieht dann nicht schön aus. Also beginne ich immer mit 2 Luftmaschen, wie für einen halben Stäbchen, mache einen Umschlag und gehe dann von vorne um das erste Stäbchen einmal hintenrum durch, hole mir den Faden und häkel ein Stäbchen ab. Umschlag, nächstes Stäbchen hole ich auch nach vorne, hole den Faden und häkel ein Stäbchen ab. Und so habe ich meine 2 Reliefstäbchen nach vorne. Umschlag, die nächsten 2 ziehe ich nach hinten, also gehe ich von hinten um das nächste Stäbchen herum, häkel ein Stäbchen ab. Umschlag, nächstes Stäbchen, von hinten drumherum gehen, Faden holen und ein Reliefstäbchen abhäkeln. Nun habe ich 2 nach vorne, 2 nach hinten. Umschlag, die nächsten 2 Stäbchen wieder nach vorne. Umschlag, die nächsten 2 wieder nach hinten. Und die nächsten 2 wieder nach vorne. Und so die ganze Reihe. So, und am Ende der Reihe angekommen, die letzten 2 nach hinten gehäkelt, habe ich jetzt nun hier noch meine Steigeluftmaschen. Da mache ich dann einen Umschlag, zähle 1 und 2 und steche in die zweite Luftmasche von unten angezählt ein. So. Und beende die Reihe mit einem halben Stäbchen, sodass wir Anfang und Ende gleich haben. Kommen wir zur nächsten Reihe. Dafür habe ich mir jetzt 2 Marker geholt.
Also für Anfänger ist es zumindest besser, daher nutze ich diese jetzt einfach mal für euch. Wir beginnen die nächste Reihe wieder mit 2 Luftmaschen, wenden und nun häkeln wir die Reliefstäbchen immer so ab, wie sie kommen. Das heißt, diese beiden liegen nach vorne, also werden diese auch nach vorne gezogen. Diese beiden liegen nach hinten, also werden diese auch wieder nach hinten gezogen. Umschlag, diese beiden nach vorne. Und damit ich dann später auf dem Rückweg weiß, wo ich wieder einstechen muss, weil hier sieht man das jetzt so schlecht, markiere ich mir das Ganze. Ein Stäbchen, 2 Stäbchen und hier sind dann die 2 Steigeluftmaschen, die dritte Masche quasi. So. Und da weiß ich, muss ich dann einstechen, um wieder mit einem halben Stäbchen zu schließen. So. Umschlag, die nächsten beiden Reliefstäbchen liegen nach hinten. Also häkeln wir diese nach hinten. Die nächsten beiden wieder nach vorne. Und die nächsten beiden wieder nach hinten. Und jetzt sieht man schon gut, wie sich das Ganze zusammenzieht zu einem Rippmuster. Die nächsten beiden liegen wieder nach vorne und die nächsten beiden wieder nach hinten. Und so häkeln wir jetzt wieder die restliche Reihe fertig. Und auch hier am Ende der Reihe die beiden letzten Reliefstäbchen nach hinten häkeln und dann 1 und 2, ein Umschlag in die zweite Masche, von unten angezählt, einstechen. Da wäre es jetzt gut gewesen, einen Marker zu setzen vorher und das Ganze dann beenden, sodass wir wieder Anfang und Ende gleich haben. Und jetzt haben wir ein schönes, flexibles Rippmuster bereits zu sehen. Die nächste Reihe beginnt wieder mit 2 Steigeluftmaschen. Dann häkeln wir die Reliefstäbchen auch so wieder ab, wie sie kommen. Also diese beiden liegen nach vorne, also nach vorne. Den Marker setze ich nicht in das erste Reliefstäbchen, sondern direkt daneben. Das ist dann auch die zweite Masche von unten, wo ich dann am Ende wieder auf dem Rückweg mit einem halben Stäbchen schließen muss. So. Und dann halt wieder 2 nach vorne häkeln, 2 nach hinten häkeln. Und so geht es jetzt Reihe für Reihe, bis ihr auf eure errechnete Maße, bei mir sind es 50 cm Höhe gekommen seid. Und nun noch ein paar wichtige Dinge. Zum einen könnt ihr zwischendurch einfach mal vorsichtig so machen, damit sich die Reliefstäbchen auch setzen. Ihr werdet merken, dass sich manche dann so ein bisschen nochmal hochziehen lassen. Ja, das kommt immer darauf an, wie fest oder wie locker ihr häkelt. Und ihr seht dann auch, dass diese Struktur sich noch sichtbarer macht, noch viel besser dann nach vorne und nach hinten steht. So, und das zweite, nur ein kleiner Hinweis. Ich gehe dann immer hin und schaue, wie breit sind die Reihen, weil ich habe jetzt hier mit einer Nadelstärke 5 gehäkelt und komme, wie man hier sieht, bei einer Reihe auf ca. 1 cm. Da ich 50 brauche, sind es einfach dann 50 Reihen, Pi mal Daumen. So muss ich nicht ständig das Maßband hervorholen und gucken, sondern werde jetzt erstmal so 49 Reihen häkeln, dann gucken und vielleicht noch eine 50. Reihe dran machen
Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, nach 50 Reihen habe ich die für mich perfekte Länge erreicht. Na, will er mal hier. So. Und beende dann erst einmal hier meine Reihen. Und wie ihr seht, habt ihr ein wunderschönes und sehr flexibles, wenn man das mal so zusammennimmt, wunderschön fluffiges Muster. So sieht es nun aus. Und die 30 cm haben sich jetzt unglaublich zusammengezogen, sodass wir auf eine normale Schalbreite kommen von 25 cm. Also so ungefähr 5 cm haben sich da wirklich zusammengezogen. So, jetzt können wir das Ganze einmal so ein bisschen noch strecken, damit sich die Stäbchen nochmal ziehen. Und dann haben wir den ersten Abschnitt schon mal fertig. Um nun den nächsten Abschnitt, den mittleren, für die Kapuze zu beginnen, benötigt ihr auf jeden Fall jetzt Maschenmarkierer oder ein Stück Wolle, womit ihr euch die Stelle jetzt hier markieren könnt, weil sonst müsst ihr jedes Mal die 50 Reihen auszählen. Dass man hier sagen kann, bis hier hatte ich meine 50 Reihen gehäkelt. So, hier hatte ich ja schon einen Marker dran. So, und dann hatte ich euch ja am Anfang erklärt, dass wir jetzt für den mittleren Teil 5 cm zunehmen müssen. Und da wir dieses Muster ja beibehalten möchten, beginne ich hier trotz alledem mit 2 Steigeluftmaschen und mache in die Masche der Steigeluftmaschen 2 Stäbchen hinein. Einmal und zweimal. Kann ich mir hier auch wieder meinen Marker setzen. Das sind die 2 Stäbchen und hier ist die zweite Steigeluftmasche, wo ich dann auf dem Rückweg wieder beende. Und auf dem Rückweg mache ich dann halt diese beiden nach hinten, also auf dem Rückweg liegen die dann bei mir hinten und kann dann diese 2 ins Muster einfügen nach vorne. Und jetzt geht es erst einmal wieder, so wie die Reliefstäbchen kommen, rüber auf die andere Seite. So, und am Ende der Reihe angekommen, mache ich einen Umschlag und steche beim Marker ein und häkel ein halbes Stäbchen, denn diese Seite bleibt gerade. Und damit ich mich da nicht vertue, setze ich mir auf dieser Seite dann gleich einen andersfarbigen Marker. Die nächste Reihe beginnen wir wieder mit 2 Steigeluftmaschen wie gehabt und häkeln die Reliefstäbchen so ab, wie sie dann wieder kommen. Setze mir dann hier wieder Stäbchen, Stäbchen, 1, 2, in die zweite Masche von unten den Marker. Und nun geht's wieder rüber.
So, und jetzt bin ich am Ende der Reihe angekommen und habe hier meine 2 normalen Stäbchen. Diese 2 habe ich nach hinten gehäkelt, also häkle ich jetzt die 2 normalen Stäbchen als Reliefstäbchen zu mir nach vorne. Dann mache ich einen Umschlag und gehe in den Marker rein und häkel dort wieder 2 Stäbchen für die nächste Zunahme. Zum Schluss noch ein drittes halbes Stäbchen. Also 2 Stäbchen und dann noch ein halbes Stäbchen. Und dann habe ich auch hier meine Zunahme. So, und wie ihr seht, geht die Zunahme sehr rasch voran. Ich habe jetzt innerhalb von diesen 2 Reihen schon gute 2 cm dazu. Da ich ungefähr 5 brauche, werde ich jetzt nochmal 3 dazu machen. Und dann sollte es reichen, sodass ich insgesamt 5 Reihen habe. Also beginnen wir die nächste Reihe wieder mit 2 Steigeluftmaschen wie gehabt. Häkeln auch hier wieder in die Masche direkt am Fuß 2 Stäbchen dazu. Also auch hier wieder direkt zu Anfang eine Zunahme. Setze mir dann auch hier wieder meinen Marker. Und habe jetzt hier meine 2 zusätzlichen Stäbchen. Also die 2 gehen nach hinten. Das heißt, diese beiden häkel ich dann als Reliefstäbchen auch zu mir. Damit ich dann wieder im richtigen Rhythmus mit dem Muster bin. Diese 2 dann nach hinten. Und die nächsten beiden dann wieder nach vorne. Und so rüber zur anderen Seite. Hier hatten wir uns ja den Marker gesetzt. Hier bleiben wir gerade, da bleibt alles wie gehabt. Wenn ich dann wieder zurückkomme, mache ich auch am Ende wieder 2 Stäbchen und dann mein halbes Stäbchen als Abschluss. Wieder 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen direkt zu Anfang, häkel die 2 Stäbchen der Vorreihe so, dass ich wieder in den Rhythmus hier reinkomme. Und so geht es dann mit den Zunahmen so weiter, bis ich halt meine 5 cm mehr dran gehäkelt habe, die hier schätzungsweise 5 Reihen sein werden, plus minus. Und wenn ich das gehäkelt habe, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Zurück und gut eingeschätzt habe ich nach 5 Reihen auch circa meine 5 cm dazu gehäkelt. So, und nun kommen wir nochmal zurück zum Zettelchen. Wir hatten uns das ganze Jahr in 3 Teile aufgeteilt. 50 cm, 60 und 50, zumindest meine Maße. Wenn ihr eine andere Maße habt, ihr entsprechend eure. Bei mir war die Schätzung halt gut, dass ich pro Reihe einen Zentimeter habe. Daher hatte ich 50 Reihen bei 50 cm und kann das auch hier für übernehmen. 60 Reihen, um auf die 60 cm zu kommen. Jetzt allerdings, da die Zu- und Abnahmereihen ja mit dazugehören, muss ich diese 5 Reihen 5 cm abziehen. Der gerade Teil also sind dann nur noch 50 Reihen. Ich werde jetzt als nächstes also 50 Reihen gerade hochhäkeln und dann am Ende nochmal 5 Reihen mit Abnahmen gestalten. Dann habe ich insgesamt
mit Abnahmen, Zunahmen und den 50 Reihen meine 60 cm. Also jetzt als nächstes erst einmal wieder 50 Reihen, zumindest in meinem Fall, gerade hochhäkeln für den mittleren Teil. Und dann sehen wir uns zu den Abnahmen wieder zurück. Ich habe soweit meine 50 Reihen gehäkelt. Wir hatten 50 Reihen am Anfang hochgehäkelt. Danach haben wir 5 Reihen oder ihr bei euch, je nachdem wie breit ihr das Ganze haben möchtet, ca. 5 cm verbreitert. Das waren dann 5 Reihen bei mir. Und danach kamen wieder 50 Reihen gerade. Und als nächstes brauchen wir wieder 5 Reihen mit Abnahmen, um auf unsere ursprüngliche Maschenanzahl und Breite zurückzukommen. Zuallererst müssen wir unseren Schal jetzt erst einmal entwursteln, um zu schauen, welche Seite war die Abnahme- bzw. Zunahmereihe und welche glatt. Hier hatte ich mir ja den gelben Marker auf der Seite gesetzt, die einfach nur gerade bleibt. Auf der anderen Seite habe ich mir den violetten Marker gesetzt, wo ich die Zunahmen gemacht habe. Und hier befinde ich mich somit auf der falschen Seite und muss jetzt erst einmal rüber häkeln. Denn diese Seite bleibt nach wie vor gerade. Deswegen setze ich mir auch hier schon mal direkt wieder den gelben Marker. Und dann geht's wie gehabt erstmal rüber auf die richtige Seite. Am Ende der Reihe angekommen, darauf achten, dass wir die letzten beiden Reliefstäbchen dann gemeinsam abmaschen müssen für die erste Abnahme. Das verdreht sich ja hier so ein bisschen bei mir. Hier liegen die Reliefstäbchen nun hinten. Ich mache einen Umschlag, gehe um das erste Reliefstäbchen und häkel dieses nur zur Hälfte ab durch 2 Schlaufen. Umschlag, letztes Reliefstäbchen, Faden holen durch 2 Schlaufen. Dann habe ich noch 3 auf der Nadel und diese dann gemeinsam. Am Ende der Reihe dann, wie vorher auch schon, mit einem halben Stäbchen das Ganze schließen. Also unsere Steigeluftmaschen. Für die nächste Reihe 2 Luftmaschen wieder. Dann haben wir hier unsere Abnahme. Darauf achten, diese Masche ist ja von den Steigeluftmaschen. Nicht, dass ihr da irgendwie einstecht, dann macht ihr im Endeffekt wieder eine Zunahme. Wir müssen jetzt für die nächste Abnahme im Grunde uns dieses eine Reliefstäbchen von der Seite klauen und dieses Reliefstäbchen. Ihr könnt aber auch, wenn euch das zu sehr verwirrt, dieses Reliefstäbchen erst einmal, so wie die auch liegen, als Reliefstäbchen abhäkeln. Marker nicht vergessen. Und dann die Abnahme bei den nächsten 2 nach hinten liegenden Reliefstäbchen machen. Durch 2 Schlaufen, nächstes Reliefstäbchen, durch 2 Schlaufen und alle 3 Schlaufen gemeinsam. Dann habt ihr jetzt nur noch 1 nach vorne liegen, 1 nach hinten liegen, wenn das für euch leichter ist. Ihr könnt aber auch, wie gesagt, euch diese Abnahme, da müsst ihr einmal komplett rumgehen, nehmen und 1 hiervon wegmopsen. Ist auch eine Möglichkeit, um eine Abnahme zu gestalten. So, als nächstes häkel ich jetzt wieder auf die andere Seite rüber, bleibe dort gerade und häkel dann wieder zurück. Am Ende der Abnahmereihe wieder angekommen,
habe ich nun meine zuletzt zusammengehäkelten, die hier so ein Dach ergeben, ein einzelnes und meine Endmaschen. Ich gehe um das komplette Dach herum, häkel dieses zur Hälfte ab, mache einen Umschlag. Das letzte Reliefstäbchen liegt nach hinten, nehme ich mir trotzdem in meine Richtung nach vorne, häkel dieses zur Hälfte ab und alle 3 Schlaufen gemeinsam. Zum Schluss an der Seite wieder unser halbes Stäbchen. Zwei Luftmaschen, Umschlag. Jetzt habe ich hier wieder mein Dach, nur in der anderen Richtung. Dieses häkel ich dann auch in seiner richtigen Richtung ab, komplett, als ein Reliefstäbchen. Und nehme mir die beiden nächsten Reliefstäbchen, die in der gleichen Richtung liegen, vor und häkel diese gemeinsam ab. Und habe somit hier meine Abnahme. So kann ich dann auf dem Rückweg wieder das Dach und dieses Reliefstäbchen als eine Abnahme machen und mit einem halben Stäbchen schließen. Das Ganze mache ich jetzt wie gesagt 5 Reihen, bis ich auch wieder auf meine ursprünglichen 46 Maschen zurückgekommen bin, und dann zeige ich euch noch das Ergebnis. Meine Abnahmen fertig habe, lege ich vorsichtshalber einmal das breitere Stück zusammen und schaue, dass die Ab- und die Zunahmereihen auch gut zusammenpassen. Denn das ist ja, der breitere Teil ist unsere Kapuze und hier wird später vernäht. Da kann man, wenn ihr jetzt euch in einer Reihe mal vertan habt, auch korrigieren, das ist nicht schlimm. Wichtig ist aber die Länge. Dass ihr euch auch hier jetzt einen Marker setzt, bevor ihr die letzten, bei mir sind es ja 50 Reihen, die letzten 50 Reihen runterhäkelt oder weiterhäkelt, weil hier wird nachher verbunden, damit ihr auch direkt die Stelle habt, ab wo verbunden wird. Mehr müsst ihr erstmal nicht tun. Ja, und dann sehen wir uns wieder, wenn ich die letzten 50 Reihen gerade meine 46 Maschen fertig gehäkelt habe. Das dauert jetzt erstmal eine Zeit und dann kommen wir zum Endergebnis und können uns ans Vernähen machen. So, und noch die letzten Reliefstäbchen und dann habe ich es geschafft. Meine letzten 50 Reihen abgehäkelt. So, am Ende noch das halbe Stäbchen und fertig. Können wir das Ganze einmal abschneiden. Das Ganze noch einmal kurz verhäkeln mit einem Schläufchen. Und dann nehme ich mir meine Nadel und vernähe das nach unten durch das Stäbchen an der Seite. Dann fällt es auch nicht so auf. Dann sollten wir uns noch entscheiden, an den Rand dran zu häkeln. Ist auch nichts knubbelig.
im Stäbchen versteckt. Abschneiden. Und dann zeige ich euch das Ergebnis. Und so sieht das Gesamtergebnis aus. 50 Reihen. Dann haben wir eine Zunahme gemacht auf ca. 5 cm mehr. Dann wieder Abnahmen, 5 cm weniger. Und wieder 50 Reihen zum Schluss. Jetzt können wir das Ganze zusammenklappen und vernähen. Jetzt nehmen wir den Schal einmal in der Mitte zusammen. Na, also einmal einfach Ende auf Ende legen, zusammenklappen und uns die Seite hinzunehmen, wo die Zunahmen sind, also diese Schräge. So. Na, die war hier. Und als nächstes müssen wir von der unteren Stelle, also da, wo wir begonnen haben mit den Zunahmen, alles vernähen bis hoch, wo geschlossen ist. Ihr könnt das Ganze natürlich auch verhäkeln, das kann jeder machen, wie er meint. Ich nehme den Faden doppelt, 4-mal die Länge der Kapuze, die ich hier vernähen muss. Steche dann als erstes bei den Markern ein. Mache mir unten auch ein Knötchen rein, das geht einfacher. Kann nämlich durch die Schlaufe gehen und haben den Faden schon direkt fixiert. Und vernähen werde ich mit dem Couch- oder Matratzenstich, weil das gibt eine schöne flache Naht. Dazu gehe ich ca. einen halben Zentimeter von links nach rechts oder halt von der Seite, je nachdem von wo ihr vernäht, durch das hintere Stück. Dann lege ich den Faden über und steche ungefähr dort, wo der Faden ist, am vorderen Häkelstück ein, gehe wieder einen halben Zentimeter und ziehe zu. Zwischendurch das Ganze einmal so ein bisschen ziehen, dass sich das nicht zu sehr zusammenkräuselt. Faden überlegen in Höhe des Fadens, am hinteren Häkelstück einen halben Zentimeter. Faden überlegen oder ihr orientiert euch einfach an der Höhe des Fadens am vorderen Häkelstück. Und so nun immer im Wechsel, Stück für Stück, immer einen halben Zentimeter voran. Und so viel zu vernähen ist das nicht, das geht recht fix. So, und dann habt ihr das Ganze schön flach vernäht und behaltet auch noch die Rippchen bei. Ihr habt natürlich am Hinterkopf dann eine etwas dickere Rippe, aber das finde ich macht bei dem Muster überhaupt nichts, ganz im Gegenteil. So, ich vernähe das Ganze jetzt noch hoch und dann zeige ich euch das Endergebnis.
können wir auch noch die restlichen Marker überall rausnehmen. Denn hier sind wir dann soweit fertig. Und stolzer Besitzer eines wunderschönen Kapuzenschal. So. Und so ist dann unsere Mütze. Und so sieht unser gutes Stück am Ende aus. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachwerkeln. Lasst die Nadeln glühen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.